Herzlich willkommen, Freunde. Mein Name ist Yannick und ich habe heute die große Ehre, in unserem neuen Studio ganz besondere Gäste zu empfangen, und zwar 3/4 von Tokio Hotel. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's euch? Gut, ich bin noch ein bisschen, ich brauche jetzt immer länger, um in die Zeit reinzukommen, wenn ich irgendwie aus LA, ich kam aus LA angeflogen vor einer Woche und irgendwie hatte ich gehofft, ich bin jetzt schon mal irgendwie über den Jetlag drüber, aber ich werde immer noch früh müde. Aber den anderen geht's besser als mir, die sind fitter. Blendend. Ich komme gerade von einer wunderschönen Ostsee, hatte 5 Tage Auszeit und mir geht's gut. Hätte ich auch gerne mal, aber das kriegt nur Georg bei uns. Das ist der Muss man sich verdienen. Ne? Das ist gemein gewesen. Wir treffen uns ja heute, weil heute euer neuer Song oder alter Song Durch den Monsun rausgekommen ist, und zwar die 2020-Version davon. Erstmal, wie fühlt sich das an jetzt? Wir sind eigentlich immer wieder aufgeregt. Ich glaube, das ist man bei jedem Release. Also das ist auch über die ganzen Jahre irgendwie nicht weniger geworden. Ich glaube, immer wenn ein Song rauskommt, Georg hat gestern Abend noch getextet und meinte, ich bin ganz aufgeregt. Darum, also ich glaube, das ist auch das Schöne, das verfliegt irgendwie nie. Ich glaube, wenn man neue Musik rauspackt, dann ist man immer ganz gespannt, was die Leute sagen, und man feilt da so lange dran rum. Und gerade mit dem Song war das natürlich auch eine riesen Herausforderung, und wir haben zwischendurch schon gedacht so, warte mal, warum war das nochmal eine gute Idee? Also man denkt dann manchmal so, ein Song, der ein Riesenhit war und den alle Leute dann geliebt haben, warum fässt man den nochmal an? Ne? Und wir hatten schon so Momente zwischendurch, wo wir gedacht haben, so, was soll das eigentlich? Ja, sollten wir es vielleicht doch lassen. Aber ehrlicherweise ist das so schnell dann auch im Studio entstanden alles und kam auch so gut zusammen, dass sich das auch richtig angefühlt hat. Aber ja, man ist schon nervös, wenn man so ein altes Ding nochmal anfasst. Bevor wir jetzt über euer Vermächtnis Durch den Monsun 2020 oder das Original sprechen, würde ich gern ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Du hast irgendwie auch erwähnt, dass ihr 5 Jahre entweder nur in Hotelzimmern oder bei euch irgendwie eingepfercht wart, dann auch noch mit irgendwelchen Zäunen 2 Meter hoch und alles abgedunkelt und ihr eigentlich nur zu zweit oder vielleicht noch mit eurem besten Freund irgendwie gechillt habt. Wie war das dann für euch, nach Amerika zu gehen? Also wir waren irgendwie gar keine richtigen Menschen, ne? Also ich habe das Gefühl, wir waren so sozial zurück, weil wir so isoliert gelebt haben, dass wir gar nicht wussten, wie wir als Menschen eigentlich funktionieren, ne? Also neben der Karriere gab's nichts, weil wir waren Teenager und sind aus der Schule raus und haben die ja dann nicht zu Ende gemacht und waren dann 5 Jahre nur am Arbeiten und waren nur unterwegs, und wir wussten überhaupt nicht, wer wir eigentlich so sind neben der Band, so als normale Menschen, und dann irgendwo hinzukommen, wo auch die Leute nicht sofort einen erkannten. Das war erstmal so ein Zustand, an den man sich auch gewöhnen musste, und erstmal gucken, wie führt man eigentlich eine Unterhaltung, ohne dass dein Gegenüber sich schon eine Meinung gebildet hat aus 1000 Sachen, die über dich in der Zeitung stehen, so. Und ich war ehrlich gesagt total schüchtern. Also ich konnte die Leute gar nicht angucken. Ich kannte das so immer so geduckt, schnell überall lang, schnell ins Auto, schnell wieder Gardinen zuziehen und so weiter. Also ich wusste gar nicht mehr, wie geht so eine Interaktion eigentlich, wie guckt man Leute an, und wenn die einen dann fragten, und was machst du so, dachte ich sofort so, wollen die mich verarschen? Wie? Du musst erstmal wieder lernen irgendwie, oder haben erstmal gelernt, was es bedeutet, so ein Leben zu haben und ein Mensch zu sein. Auch so ganz alltägliche Dinge, einkaufen gehen. Wir waren 5 Jahre alle nicht einkaufen, sich mal selbst einen Joghurt aussuchen oder Sachen in die Waschmaschine stecken. Wir waren nonstop unterwegs. Also man hätte sich eigentlich echt gut drüber lustig machen können, weil wir waren so richtig weltfremd, ne? Also ich wusste auch zum Beispiel nie, wie man am Flughafen eincheckt. Habe ich noch nie gemacht vorher, und ich war schon so oft geflogen und überall, aber ich wusste gar nicht, wie das geht. Und als ich dann irgendwann mal zum ersten Mal geflogen bin, musste ich erstmal wieder anrufen und meinte, wie macht man das? Wo muss ich hin? Wo muss ich eigentlich hin und wo muss ich dann? Mal Infopoint. Was mache ich hier? Ja, also man ist echt so ein Freak einfach. Wir waren totale Freaks. Und meine Freunde aus Amerika heute, die ich dann auch immer jetzt noch habe, die lachen sich kaputt und sagen, ihr wart so strange. Das ist also, die meinten, ihr wart echt so anders als heute. Und wir sind dann wir mussten dann erstmal lernen, wie man so überhaupt funktioniert. Und dann sind wir dann natürlich irgendwie erwachsen geworden. Was sagst du? Ich habe kein Mikrofon, ich darf du darfst nicht bei uns sprechen. Halt diesmal die Klappe bitte, du sprichst zu ostdeutsch noch. Du musst nur laut reden. Ich habe zu viel Slang. Würdet ihr jetzt irgendwas anders machen, oder seht ihr jetzt überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, hätte man was anders machen können zu der Zeit? Hätte man irgendwann sagen können, hey, du, einfach die Tour vielleicht nicht, oder
lass mal eine Woche Pause machen? Ja, ich glaube schon. Also na klar, jetzt so im Nachhinein ist man immer schlauer und denkt so, ja, wir hätten echt mal einen Break machen können oder Dinge auch nicht so ernst nehmen und sich in viele Sachen nicht so reinsteigern und so weiter. Aber man muss ehrlich sagen, außer jetzt mit Durch den Monsun, wir gucken eigentlich nicht so viel zurück normalerweise. Ne? Also wir sind nie so gewesen, dass wir dann nächtelang zusammensaßen und nostalgisch dann irgendwie in alten Erinnerungen schwelgen und so. Also ich finde, das gehört immer alles dazu. Ne? Und letztendlich das klingt immer so banal, aber diese Sachen, die machen einen ja zu der Band, die man dann irgendwann ist und zu den Menschen. Und dieser Move dann nach Amerika auch, der hat uns auf so viele Art gerettet, also kreativ und auch privat und das war schon alles okay so. Also wir haben das immer so, das war halt immer authentisch auch zu der Zeit. Wir hatten ja auch so Panik. Das war ja auch immer so, nee, wir müssen weiter. Ne? Hatten wir auch einen Tag mal. Total. Wir waren ja selber so, wir haben uns auch so einen Stress gemacht. Wenn wir einen Tag frei hatten, war sofort, wie, was? Wir haben keine TV-Show und kein Fotoshooting und keinen Auftritt. Aber unser Song ist doch draußen so. Wir waren auch echt so besessen von dieser Arbeit, dass wir eigentlich uns auch selber da total im Weg standen. Ne? Also, abgerackert habt auch. Ja. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr heute das Original von Durch den Monsun hört? Viele schöne Erinnerungen. Der Song hat uns ja auch die letzten 15 Jahre auf jeder Tour begleitet. Wir haben damit, jedes Land, was wir bereisen durften, hat mit dem Song quasi angefangen. Und das ist so viele schöne Momente, die einem da in den Kopf kommen. Also ich höre immer, wenn ich das höre, auch so wie also Tom und ich haben jetzt auch viel diesen Original nochmal gehört, als wir dann im Studio waren und den dann irgendwie nochmal laufen lassen und so und überlegt. Und das ist einfach so, auch weil das die allererste Platte war, es war auch zum ersten Mal, dass ich in einem professionellen Studio stand und in so ein professionelles Mikro gesungen habe. Wir wussten damals alle noch überhaupt nicht, wie macht man das eigentlich. Wir hatten keine Ahnung von Studio. Wenn man dann so eine Unschuld noch hat und so eine Leichtigkeit, weil man das zum ersten Mal macht. Ne? Und das ist sowas, was ich immer höre. Also ich höre da dann immer so 4 total junge Kids. Wir waren 13. Ich war 13, als ich dann auch im Studio war. Und ich höre uns dann immer noch und muss natürlich auch immer ein bisschen schmunzeln, weil das halt, wir hatten so eine Energie und wir wollten unbedingt raus und wir waren so aufgeregt mit unserem ersten Album. Wir haben überhaupt nicht kommen sehen, dass das jemandem in so einem großen Stil gefallen könnte. Das kann man ja auch nicht. Das kann man auch nicht. Ne? Ich glaube, auch Erfolg kann man so nicht planen. Das hatte einfach so eine Leichtigkeit und so eine Unbeschwertheit und wir haben einfach... Ich hatte auch noch nicht so viel Ahnung vom Singen und irgendeiner Technik und man hört das aber und das hat aber irgendwie so ein Gefühl, irgendwie, was man auch nicht nochmal hat auch voll den Charme irgendwie auf eine Art. Genau, ja. Und das ist halt einfach so, das war halt damals auch authentisch. Das war das, was wir cool fanden und geil fanden und wir haben da auch für gebrannt. So. Aus eurer Sicht, welchen Einfluss hattet ihr auf die deutsche Musikbranche oder Popkultur im Generellen? Ach, weiß ich nicht, das ist immer so schwer, das selbst zu sagen. Ja, ne? Viele Zahlen einfach. Jetzt. Richtig drauf. Also, wir waren uns dem also auch damals so gar nicht bewusst. Ich glaube, wenn man jetzt so zurückschaut, dann finden wir es manchmal krass, so zu gucken, was wir auch ausgelöst haben in Leuten, also auch wie viel Hass. Ne, also das ist auch so eine Sache, glaube ich, die sich heute wahnsinnig verändert hat, weil was wir auch teilweise so mitgemacht haben damals so und als Kinder, ne, wir waren 15 und da waren echt auch Leute, die haben uns mit Eiern beschmissen und mit Bierflaschen und mit Steinen und ne, wir mussten Konzerte abbrechen. Wir hatten auf der einen Seite Demos, auf der anderen Seite waren tausende Menschen, die uns sehen wollten. Da war immer Polizeieinsatz. Ich meine, bei uns ging es schon heftig ab. Euch? Ja. Ne, also wir hatten schon, und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die gehen heute gar nicht mehr klar. Ne? Also das wäre so, heute würde sowas, glaube ich, nicht mehr auch passieren. Ich glaube, dahingehend haben sich die Leute auch echt geändert. Ich glaube auch so Buhrufen und so, das ist alles so eine Sache, die es auch liegt, auch so ein bisschen eher in der Vergangenheit. Aber auf der anderen Seite fanden wir es auch immer cool, was wir so ausgelöst haben, weil das ist natürlich auch Emotion und irgendwie hat uns das auch angespornt, diese ganze Negativität, die es auch gab. So. Und darum, ich glaube, man hatte immer eine Meinung zu uns, ne? Das war immer das. Und das ist, glaube ich, was wir auch rückblickend, wo wir dann immer gucken und denken, so krass, ja, das hat irgendwie echt Leute bewegt in eine ganz extreme Richtung. Also es war immer so Liebe und Hass und das lag auch ganz nah beieinander. Das war halt noch so ein Lifestyle einfach auch damals, ne? Also Tokyo Hotel zu hören oder auch andere Bands, das war so, du hast dann die T-Shirts getragen, du hast dich so gestylt, du bist zu den Konzerten gefahren, das war halt so eine Bewegung irgendwie auch, ne? Und du hast das so geatmet. Und das ist so ein bisschen, das ist heute, finde ich, so ein bisschen geht es so verloren, ne? Also viele Leute, die hören dann alles Mögliche, aber es gibt nicht mehr so diese eine Band, die du so mit absolutem Herzblut. Und wir sind total froh, dass wir
so ein bisschen davon noch mitbekommen haben, auch aus dieser Zeit und auch solche Fans immer noch haben so und dass wir auch zurückblicken können auf einen Song, der so lange her ist und so. Und das ist schon abgefahren. Was mir auch aufgefallen ist, dass du im Speziellen schon irgendwie auch das Bild des Mannes als solches irgendwie geprägt hast. Was ist denn dein Verständnis von Männlichkeit heute? Oh Gott, das ist so eine schwere Frage. Ich wollte das gerade echt, das ist echt schwierig. Ich glaube, das ist, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe da neulich drüber nachgedacht und dachte so, ich habe gar nicht so ein bestimmtes Bild, glaube ich, von so dieser einen Männlichkeit. Ich glaube, Selbstbewusstsein finde ich irgendwie männlich und finde ich gut und das finde ich auch wichtig und ich merke auch, dass ich das bei anderen immer gut finde, ne? Wenn Leute gerade raus sind und selbstbewusst sind und wenn man zu den Sachen steht, die man macht, ne? Und das irgendwie authentisch ist. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe dann auch immer so zurückgeguckt und dachte so krass, ich habe, ne, wenn wir über Leichtigkeit reden auch, ich habe mir das ja auch total schwer gemacht damals, auch in der Schule. Ich meine, wie ich da rumgerannt bin und so. Und als Erwachsener hat man immer viel mehr Ängste. Ne? Heute denkt man viel mehr darüber nach und denkt so, sollte ich das jetzt anziehen oder was? Ne? Und als Kind so, ich war so scheiß drauf. Ich habe das einfach gemacht und die haben alle... So, das war halt so eine schöne Leichtigkeit und irgendwie auch ein Selbstbewusstsein, wo ich keine Ahnung habe, wo das herkam. Aber ja, das ist halt so, das war halt so. Und ich glaube, das ist für mich auch Männlichkeit heute auch. Ich glaube, heute ich bin neulich in eine Kosmetikabteilung gegangen, da waren dann überall Männerkosmetik und ich finde, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man morgens seine Augenringe abdeckt oder eine getönte Tagescreme aufträgt oder zu lang an seinen Haaren rumstylt. Oder Gesichtsmasken. Oder Gesichtsmasken. Ja. Weil ich bin am uneitelsten aus der Band, das wollte ich mal kurz... Stimmt das? Ja. Also weißt du, wenn wir Fotos freigeben müssen oder so, ne, dann kommen da Listen von Kommentaren, ja, können die in der Retusche noch mal das und können die da noch mal und meine Haare. Und ich bin immer so, ja, cool, ich bin damit wirklich, das wird so müssen gern, Ja, sag! Das stimmt allerdings. Also das ist wirklich, ich bin echt entspannt mit diesem Ding. Bist du der Schlimmste? Aber das stimmt überhaupt Also wir nicht. mussten schon Cover wieder einstampfen. Jetzt kommt's raus. The big reveal. Aber ich muss sagen, mein Bruder auch ein bisschen und das finde ich gut, weil der kann sich jetzt nicht wehren. Jedenfalls, also Männlichkeit finde ich, ist viel mehr das. Glaube ich, Selbstbewusstsein, zu den Dingen stehen, sich das nehmen, was man will und das machen, wie man will, so anziehen, wie man möchte, sich so pflegen und so stylen, wie man möchte. Und ich finde, wir sind da auf einem sehr guten Weg insgesamt. Ja, wobei ich auch finde, es braucht auch nicht mehr so richtig eine Definition für Männlichkeit, Weiblichkeit. Heute kann einfach jeder so sein, wie er will. Ne? Also weil auch eine selbstbewusste Frau ist ja nicht männlich deswegen, weil sie selbstbewusst ist. Das ist irgendwie, ich finde, genau. Ja. Jeder kann so sein, wie er möchte und sich einfach heutzutage zum Glück frei bewegen und so aussehen und einfach sich wohlfühlen. Hier zumindest also, zum Glück, ja. Auch nicht überall. Ja, also. ja. War dir oder ist dir das bewusst, was du da geprägt hast für oder was du da dass du da mit gewissen Konventionen gebrochen hast? Also früher auch nicht so. Ich war immer ganz überrascht, dass dann irgendwie auch alle kamen und dann auch wissen wollten, mit wem ich dann abends ins Bett gehe und so. Ich war als Teenager, dachte ich immer so, so, warum muss ich mich jetzt erklären überall? Ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet und wollte auch immer so ein bisschen die Verantwortung, glaube ich, eher wegschieben, wenn Leute gesagt haben, irgendwie wie viel ihnen das gegeben hat, weil ich immer ein bisschen fast überfordert damit war, weil ich ja selber auch noch so jung war und erst heute dann rückblickend dann mich das total berührt, wenn dann Leute sagen, ey, wegen dir habe ich irgendwie angefangen, mich auszuleben oder habe mich getraut, auch Make-up zu tragen und ich wollte das immer oder so, ne? Oder gerade auch in so Ländern wie Russland, da war es dann so krass, dass Leute sagen, ja, für mich war das immer so, ihr wart immer so Peter Pan, der vorbeigeflogen kam und ich konnte dann einmal im Jahr bei eurem Konzert ich selbst sein und das Outfit anziehen, was ich wollte. Und heute lebe ich das noch viel mehr, dass ich denke, so geil, wenn ich da oben dann stehe in meinen Kostümen und meinen hohen Schuhen und so weiter, dann weiß ich, dass da unten auch ganz viele Leute sind, für die bedeutet das total viel und denen kannst du irgendwie was mit auf den Weg geben und denen so einen Moment schenken von Freiheit, weil ich finde Freiheit so wichtig und das war immer das, was ich auch allen mitgeben wollte und heute macht mich das total stolz, wenn das jemand sagt und berührt mich auch total, ja. Ihr habt euch ja jetzt schon im Laufe eurer Karriere dutzende Male eigentlich neu erfunden, irgendwie auf eine Art musikalisch. Was hat euch damals inspiriert oder was hat euch dazu gebracht, euren Sound vom bisschen zu verändern? Und wo findet ihr heute noch Inspiration? Also ich glaube einfach so,
Ich finde immer Stillstand furchtbar. Ne? Für mich ist Stillstand immer tot. Ich glaube, es gibt ja so ganz viele Künstler, die denken sich immer so eine Sache aus, die funktioniert dann und die machen sie dann immer weiter, weil sie einfach diese Welle so reiten. Und für mich war es immer so, ja, diese Freiheit, sich auszudrücken. Und ich finde, das Leben, das verändert sich ja ständig. Ich meine, heute leben wir alle so unterschiedlich auf unterschiedlichen Kontinenten und haben Papas und Verheiratete in der Band und wir sind heute an so anderen Punkten auch in unserem Leben und ich glaube auch das inspiriert uns einfach, weil wir so anders mittlerweile sind irgendwie und trotzdem bleibt diese Tokyo Hotel Blase immer gleich. Also es ist trotzdem immer so, dass wenn wir dann wieder zusammenkommen, dann sind wir wieder 15. Und hat man gerade gar nicht gemerkt. Es ist auch schön, dass dann sich in dieser Welt irgendwie nichts verändert, aber ich glaube, das inspiriert uns auch, dass wir einfach heute irgendwie auch alle so eine Balance haben mit unserem Privatleben oder es überhaupt ein Privatleben gibt und wir auch alle so unser Glück suchen, so außerhalb der Band und das nicht mehr nur irgendwie auch die Karriere ist. Und und natürlich auch, was wir untereinander alle gut finden. Ne? Natürlich findest du heute nicht mehr dieselben Sachen geil wie mit 15. Ist ja ganz klar. Und wir hören ganz unterschiedliche Musik und Tom produziert selber und mixt selber und ist da total eingestiegen in diese Welt, der macht ja all unsere Aufnahmen auch und so weiter. Und wir haben auch gar keine Produzenten mehr oder so dabei. Und das, wir sind da halt auch viel freier und trauen uns auch musikalisch viel mehr zu. Ne? Also Tom und ich machen immer so einen Test manchmal. Wir sind dann immer so, wenn wir dann manchmal auch so mit anderen, also wir schreiben ganz viel und produzieren auch, wir machen auch, manchmal kommt ja ganz viel, das geben wir dann an andere Künstler oder wir behalten es selber oder so, wir machen halt ganz viel Musik und es gibt halt oft so Momente, auch wenn wir überlegen, was wir für Tokyo Hotel machen, dann machen wir immer den Test und sagen, würden wir das privat jetzt unseren Kumpels, also wenn du jetzt einen Riesenhit hast von einem anderen Produzenten oder einem anderen Schreiber und die kommen rein und sagen, hier, lass uns daran arbeiten, dann muss man immer sich überlegen, so egal wie hittig das ist, würde ich das jetzt meinen Freunden vorspielen und sagen, guck mal, das ist unser geiler Song. Oder schämt man sich ein bisschen dafür? Und ich glaube, es gibt ganz viele Künstler da draußen, die würden sich ein bisschen dafür schämen, obwohl man weiß, dass es ein guter Song ist. Aber weißt du, wie ich das meine? Ja, voll. Man muss ja immer überlegen, würde ich mir das jetzt selber anmachen und aufdrehen und denken, boah, geiler Song, ja. Ne? Oder ist das nur einfach ein Hit, der gut im Radio funktioniert? Ne? Und ich glaube, ganz viele prostituieren sich dann doch so weit, dass man sagt, ich gehe jetzt mit dem Song, der jetzt gut im Radio gespielt wird. Der funktioniert, ja. Und ganz oft haben wir eben auch Songs, wo wir vorher wissen, das wird das Radio nicht spielen, die werden das nicht gut finden, oder ne? Und dann muss man halt überlegen, wo man so künstlerisch lang geht und welche Art von Karriere man macht. Ich meine, zum Glück haben wir eben auch die Freiheit, zu sagen, so, ey, wir wollen auch nur Musik machen, die wir über alles lieben. Und aber ich glaube, das ist immer so den Test, den Tom und ich im Studio machen. Verstehe. Ist ein guter Test. Ja, kann auf jeden Fall oder? So, ist ehrlich. Ich denke ihr manchmal bei Katy Perry zum Beispiel, das war so klar, dass das jetzt noch wenn die jetzt ihren neuen Song macht die den jetzt an und sagt so mit ihren Kumpels, guck mal. Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon, weil die ist so gefangen in dieser Bubble. Wenn die dann im Clown-Kostüm da steht und diesen Song anmacht. Finde die geil. Es gibt ja auch Leute, die mögen diese Art von Musik einfach. Nee, na klar, total. Aber ich weiß eben immer nicht, ob die das selber dann so feiert auch oder dann auch manchmal. Doch, bei ihr glaube ich das schon. Ja? Die steht sich auch im Clownskostüm abends vorm Spiegel und Hauptsache unterhalten. Ja, doch. Ja, nein, total. Was für jeden funktioniert, wie gesagt. Also für. Aber es war so klar, dass das jetzt. Für uns. Nein, ich frage mich das manchmal. Nein, überhaupt nicht. Ich frage mich das immer manchmal. Bei manchen Künstlern denke ich immer so, da glaube ich das dann immer nicht so ganz und denke immer so, ob die das wirklich selber privat sich auch anhören würden oder ob die das nur für die Streams machen. Bei eurer Neuauflage von Durch den Monsun hört man ja auf jeden Fall auch diese ganze Entwicklung oder die Entwicklungen und euren Freigeist auch irgendwo. Was hat euch eigentlich dazu bewegt, den neu aufzulegen? Also wir haben immer mit der Idee länger schon gespielt. Ne? Also zuerst gab es die Idee, dass wir dann irgendwie die akustisch nochmal machen, aber ich finde immer akustisch immer schnell so langweilig. Die anderen sind immer eher so Fans davon. Ja, ich mag das eigentlich ganz gerne auch. Ich finde das immer schnell langweilig. Irgendwie dann dachten wir, machen wir ein Konzert, so ein Jubiläumskonzert. Der Song ist ja 15 Jahre alt geworden. Dann dachten wir, machen wir irgendwie das. Und wir haben so lange damit rumgesponnen. Und irgendwann habe ich gedacht, wir saßen so da und dann haben wir hin und her überlegt und wir dachten so, wir müssen eigentlich die Lyrics nochmal nehmen und einfach gucken, wie würden wir den jetzt nochmal machen, wenn uns jemand die Lyrics hinlegt und sagt, hier, mach was draus. Jetzt nimm das und guck mal, was ihr Geiles draus machen könnt.
Und so sind wir dann da rangegangen. Ne? Wir haben dann echt so von null angefangen und Tom hatte diesen Beat und ich habe dann angefangen irgendwie einfach darauf zu singen und er hat die ersten Chords gelegt und dann kam das ganz schnell zusammen. Wir hatten innerhalb von 15 Minuten hatten wir den ersten Snippet fertig fürs Demo und haben das dann schon rumgeschickt. Und waren auf einmal ganz aufgeregt. Und da hatten wir halt drauf gehofft, ne, du hoffst immer auf diesen Moment so den Spark. Ja, dass du dann so aufgeregt wirst und denkst, okay, du hast da jetzt was Geiles. Wir haben ehrlicherweise das erst gepitcht. Also wir hatten das an ganz viele Produzenten und Remixer geschickt und so weiter und haben gesagt, hier, mach doch mal eine Version von 2020. Und das hat uns alles nicht gefallen. Ach krass, ja, da muss man halt selber nochmal rangehen. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir selber nochmal ran. Wie würden wir es denn so machen? oft. Ja. Euer letztes Album Dream Machine ist ja in völliger Eigenregie entstanden und auch herausgekommen. Jetzt arbeitet ihr wieder mit Sony zusammen. Was hat euch dazu bewegt, doch nochmal quasi einen Partner ranzuholen und nicht wieder zu sagen, ey, fuck it, wir machen es wieder selbst? Also wir wollten ganz lange nicht wieder zum Major zurück, weil wir waren so ein bisschen, geprägt von unserer Zeit im Major gebrandmarkt, weil wir super Ein scheiß Unwort. ja, nee, gut, das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. Gebrandmarkt wir waren super lange in unserem Deal, ne? Wir haben den unterschrieben, da waren wir ganz jung und wir waren echt ganz, ganz lange in dem Deal und waren da auch nicht immer glücklich und dann war es erstmal so ein Freiheitsschlag danach, ne? Wir haben gesagt so, jetzt erstmal keine Unterschrift irgendwo drunter setzen. Nix mehr. Nee, genau. Es war so, ey, wir machen jetzt alles alleine. Und das hat dann erstmal gedauert, auch wieder, bis wir so das Vertrauen hatten, zu sagen, wir lassen wieder andere Leute auch mal reingucken oder schreiben auch mit anderen Leuten zusammen und holen mal auch wieder Leute ins Studio. Und dann ist es einfach, glaube ich, ein totales Vertrauensding, ne? Und wir hatten dann einfach irgendwann wieder so ein bisschen die Türen aufgemacht und unsere Fühler ausgestreckt zu Leuten, die Bock haben auf das Projekt und die wir gerne mögen. Und ich glaube da ja total dran. Es gibt ja ganz viele Leute, die immer sagen, ja, man darf bloß nicht mit Freunden arbeiten oder mit Leuten, mit denen... Wir machen das zum Beispiel nur, also ständig arbeiten wir mit irgendwelchen Videoregisseuren oder Fotografen oder so. Gerade kreativ arbeiten wir ganz oft mit Leuten zusammen, die wir mögen. Und ich glaube, das hat dann ganz viel einfach mit so einer zwischenmenschlichen Basis zu tun. Und wir wollten halt wieder dann irgendwie, also erstmal mussten wir uns befreien und dann haben wir die Türen wieder aufgemacht zu Leuten, die für die Band brennen und die Lust drauf haben und unsere Vision teilen. Und so sind wir jetzt bei Sony gelandet. Ich verstehe. In der Pressemail zu der Ankündigung, zu der Zusammenarbeit, steht was von einer neuen Ära. Was kann denn überhaupt noch passieren? Also, Sag ich nicht. Nein, nicht im Negativen, Ja. aber so, wo geht man noch hin? Was will man noch nicht erreichen? Weil da seid ihr an dem Punkt, den habt ihr schon lange irgendwie, überwunden. Aber was dürfen sich Fans erhoffen von der Zukunft? Das 30-jährige Jubiläum, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also, Können wir erstmal 20 draus machen. nee, Ja. ich finde, man muss aber schon ein bisschen die Ziele da ein bisschen hochstecken. Ich glaube echt, also für uns geht es eigentlich immer nur noch darum, echt Sachen zu machen, wie ich gesagt habe, auf die wir selber Bock haben, die wir geil finden. Ja, und für uns ist halt so, wie gesagt, wir können einfach, wir wollen uns selber kreativ auch irgendwie reiben und noch neue Sachen machen. Also wir haben irgendwie nicht das Gefühl so, ach, wir sind eigentlich schon fertig, sondern wir haben noch die Momente im Studio, wo wir denken, okay, geil, da haben wir wieder Bock drauf. Und wir sind ja auch wirklich nicht die Künstler, die so jedes Jahr ein Album rausknallen, was viele andere immer scheiße finden. Aber wir brauchen ja auch immer ein bisschen, weil man macht eben auch Sade hat mal gesagt, ich mache wieder ein Album, wenn ich was zu sagen habe. Und das finde ich eigentlich eine super Aussage, weil ja, man hat nicht immer was zu sagen und man hat nicht immer auch diesen Sound, den man dann braucht, wo man sagt, ja, jetzt machen wir ein Album. Das letzte ist jetzt auch, wann war es? 2017? Ja, Sind wir jetzt auch schon wieder echt lange. Ich meine, wenn wir das nächste Album 21 machen, ist das auch wieder 4 Jahre her. Ne? Also, ja. Gut Ding will außerdem auch Weile haben. Eben, ja. Und ich glaube, für uns geht es darum, Sachen zu machen, die geil sind und die mit so vielen Leuten wie möglich zu teilen. Und ja, Ja, schön. so machen wir weiter. Das klingt doch nach einem guten Schlusswort eigentlich. Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Danke dir. Und wünsche euch viel Spaß. Erfolg ist sinnlos bei euch. Viel Spaß. Danke. Danke dir. Danke.